1,80 € für 1 Liter Benzin? Ha, da ist doch viel billiger. Man nimmt diesen Dinosauriersaft und baut sich daraus seine eigene Tankstelle. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute bauen wir vom lieben Patrick aus Luxemburg eine Vintage-Tankstelle, die von Avia auch hier bei uns stehen könnte oder in Amerika an der Route 66. Modbricks hat mit dem Crowdfunding so viel Erfolg gehabt, dass sie jetzt mit ihren Designern solche kleinen Sets umsetzen. 445 Teile. Anleitung kommt per PDF und die Steine kommen in einer formlosen Kartonhülle mit Tüte und Anleitung gibt es dann per Pappkarton mit QR-Code zum Runterladen. Der liebe Patrick hat ja schon mal ein Set für mich designt, beziehungsweise mir hier eins zur Verfügung gestellt, den Thunderhawk, den gibt es sogar auch bald zu kaufen. Hat also dieses Crowdfunding richtig Früchte getragen. Und ich habe heute mal darauf bestanden, dass ich ein Serienset bekomme, damit ich euch auch hier keine anderen Steine zeige, als wie ihr sie sonst bekommt. Also Freunde, kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch. Das Unboxing wird sehr schnell gehen und dann hüpfen wir danach gleich ins Bauen. Freunde, ich freue mich richtig. Meine eigene Tanke. Jetzt spare ich Geld. Ja, Freunde, ein Faktor fehlt, ihr habt es gemerkt, ich kann euch keinen Karton zeigen. Sonst seid ihr es gewöhnt, dass ihr bei mir hier exzessiv den Karton, die Vorder- und die Rückseite und so weiter erklärt bekommt und gezeigt bekommt. Das fällt hier weg, haben wir bei anderen Herstellern ja auch. Man denke da an die mit den blauen Steinen, da gibt es auch keinen Karton. Wir haben hier 7 Tüten, was mir gefällt, sind, dass das 7 Siebtüten sind, also 7 Siebtüten, könnte man auch einen Zungenbrecher rausmachen. Die sind beschriftet, aber ich habe mir mal die Anleitung runtergeladen. Die bekommt man ja als QR-Code auf so ein Kärtle mit. Ja, es scheint so, als gäbe es hier keine Tütennummerierung. Man baut drauf los und ja, die Tüten sind halt wahrscheinlich vom Kommissionierer so gepackt, damit sie wissen, was reinkommt. Und wir greifen jetzt mal wahllos in Tüte 3, denn in Tüte 3 sind Transclear-Elemente und es würde mich schon mal interessieren, wie die so sind. Sind ja neue Steine-Lieferanten und aha, schon mal ganz gut, dass diese sogar noch mal extra umgepackt sind. Und wir schauen mal, ja gut, wenn sie in so einer Tüte sind, sind sie auch ein bisschen zerkratzt, aber es geht nicht anders als bei Lego oder so. Also das passt schon mal und dann schauen wir hier mal uns die Steine an, die weißen Mauersteine. Ja, sie sehen halt in der Tüte aufeinander gerubbelt aus, aber so richtig merkt man es ja erst, wenn man es gebaut hat. Und deswegen, Freunde, steigen wir heute relativ fix einfach mal ins Bauen ein. Viel Spaß bei meinen Fakten. Wahrscheinlich haben sie irgendwas mit Benzin oder Tankstellen zu tun. Natürlich könnte ich jetzt mit euch über Tankstellen reden, aber das ist langweilig. Wir sprechen heute in der Faktenzeit, denn Speedbildzeit ist Faktenzeit, über das leidige Thema Tanken. Habt ihr euch schon mal gedacht oder gewundert, dass Montagstanken günstiger ist? Naja, machen wir es kurz und schmerzlos. Das ist es nicht. Selbst wenn das mal der Fall war, heute stimmt das leider so nicht mehr. Die Unterschiede zwischen den Wochentagen sind laut den Ergebnissen aktueller Studien des ADACs nur noch sehr gering. Jedoch, die Studien des ADACs belegen, dass die Preise vor allem während eines Tages stark schwanken. Eine grundlegende Empfehlung ist daher höchstens eher abends als morgens zu tanken. Mietwagenfahrer können zum Beispiel im Internet auf der Homepage www.adac.de/tanken die günstigste Tankstelle in der Umgebung suchen oder nutzen dafür andere vergleichbare Apps. Habt ihr euch gedacht, in den jetzt schwierigen Zeiten vielleicht etwas Benzin in den Keller zu stellen? Naja, das ist verboten. Trotz ständig schwankender Preise ist das Hamstern von Benzin in Deutschland generell verboten. In deutschen Haushalten dürfen wegen der Brandgefahr maximal 100 Liter Diesel, aber nur 1 Liter Benzin gelagert werden. In einer Garage kann man dann schon etwas mehr unterbringen. Hier liegen die aktuellen Richtwerte bei 200 Liter Diesel und 20 Liter Benzin. Und für die Aufbewahrung gelten ganz spezielle Regeln. Es müssen bruchsichere und dicht verschließbare Behältnisse gewählt werden.
Was meint ihr? Ist Markenbenzin besser als No-Name-Benzin? Der ADAC informierte darüber, dass Markentankstellen dem Benzin Zusatzstoffe hinzufügen, die die Qualität des Benzins beeinflussen sollen. Grundsätzlich kommt das Benzin jedoch aus den gleichen Raffinerien. Der Mehrwert, den das Markenbenzin verspricht, lässt sich daher in der Praxis kaum prüfen, da die Kraftstoffqualität gesetzlich geregelt und in der Kraftstoffnorm festgeschrieben ist, sowohl für Markentankstellen als auch für die Tankstellen freier Marken. Und meint ihr, könnte so ein Pächter so einer Tankstelle die Preise des Benzins selbst festlegen? Nein, in der Regel kann er das nicht. Die großen Konzerne wie Shell, Aral oder Esso schalten alle Anzeigetafeln zentral. In einigen Ausnahmefällen haben Tankstellenpächter noch die Möglichkeit, die Preise nachträglich zu verändern. Dafür benötigen sie aber eine spezielle Genehmigung der Preiszentrale. Bei freien Tankstellen ist das jedoch anders. Dort ist der Tankstellenbesitzer Herr des Preises. Auf dem aktuellen Tankstellenmarkt befinden sich ca. 20% aller Tankstellen in der Hand unabhängiger Mittelständler. Naja, Freunde, hier teilen wir nichts mehr auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Review dieser kleinen Tankstelle von meinem lieben Freund, dem Patrick. Einmal volltanken bitte zu den Preisen der 50er und 60er Jahre hier auf unserer Route 66 Vintage Gas Station oder wie schön man auf Deutsch sagen kann, Tankstelle. Mir gefällt sie richtig gut. Ich kann euch gleich sagen, ich werde mir definitiv noch eine zweite besorgen, da das Set ja hinten offen ist. Das ist kein großes Geheimnis. Finde ich, kann man hier gut noch ein zweites Gebäude gegenstellen und hat so eine schöne, ja wirklich Highway-Tankstation. Gefällt mir. Optisch gefällt sie mir wirklich. Und das ist das Problem, dass ich mich optisch halt oft ablenken lasse von anderen Sachen wie Steinequalität oder die Anleitung. Und genau das ist auch hier der Fall. Wir haben bei der Anleitung leider ein, zwei Punkte, wo Bauschritte oder die Teileanzahl über die Bauschritte gelegt sind und man so nicht sehen kann, was gebaut wird. Deswegen braucht man hier ein bisschen Erfahrung. Während ich das hier gesagt habe, habe ich euch das hier auch schon einmal eingeblendet. Wir haben auch das Problem der Steine, dass wir hier verschiedene Steinehersteller haben. Ich bin da leider nicht so ganz in der Materie. Man sieht aber vielleicht auch so schon, dass wir diverse Rottöne haben. Und da weiß man dann schon, das ist alles nicht der gleiche Hersteller. Die Steine sind aber besser, und das ist wirklich so, als bei der V2. Ich habe ja hier wirklich ein Set aus der Serie, um euch das auch mal genauso zu zeigen, um es auch mir so zu zeigen, damit ich das mal mitkriege, was ihr mir mal ab und zu geschrieben habt. Das Set finde ich optisch gut, hier oben auch ganz schön gelöst, diese Klimaanlage, aber hier habe ich selber Hand angelegt, die habe ich ganz anders gebaut als in der Anleitung. Ich habe diese zwei 1x1er hier vorne dran gesetzt, habe mir selber aus dem Fundus hier eine 2x2er Flat-Teil in hellgrau genommen und dann aufgenoppt. Ihr seht es da oben, wo jetzt das fehlt, und ich klemme es hier wieder drauf, da und da, auf die Jumper genoppt und dann hier drauf, und schon sieht es besser aus und hält. Dementsprechend habe ich auch diese 2x3er Flat-Teil in hellgrau über, weil es sonst eigentlich nur aufgelegt wäre. So ist es besser, gefällt mir besser, sieht gut aus, ist stabiler. Wie gesagt, die Theke von innen, die finde ich ganz gut, auch diese zwei Regale. Nur die bitte nicht anfassen, die sind halt nur jeweils auf zwei Noppen drauf angebaut und die würden aber auch mit Lego nicht halten, das ist die Bautechnik. Das ist halt kein Set zum Spielen, das stellt ihr euch vielleicht neben euren Hot Rod. Ich habe hier mal das ist ein Mold King Set, das passt dann ganz gut, wenn ihr irgendwo im Regal sowas stehen habt und hier drunter noch einen, und dann habt ihr eine schöne Szenerie, könnt ihr ins Regal stellen und fertig. Zum Spielen ist es nichts, denn wir können es auch nicht auf eine Baseplate packen, da wir eine Bautechnik haben hier, die ein bisschen blöd ist. Ich habe hier mal extra eine Tan Baseplate, die so Nevada-Boden passen würde. Man kann es hier hinstellen, ihr seht auch hier, das würde passen, es ist nicht krumm und schief, aber ich habe hier vorne ja diese einmal 4er Flat Tiles in Grau und somit kann ich hier gar nichts aufnoppen. Die müsstet ihr also abnehmen, umbauen oder hier noch eine Plate runter, da noch eine Plate runter, und dann könnt ihr eure eigene Route 66 Tankstelle bauen.
Ich werde es wahrscheinlich genauso machen, beziehungsweise ich muss gucken, ich will ja hier hinten das auf jeden Fall zu haben. Ich mag zwar die Idee, dass man da reingehen kann und dass Kinder da spielen können, aber wie gesagt, durch die fragilen Regale würde ich es bleiben lassen. Das Transclear ist chinamäßig Durchschnitt, würde ich sagen, von hier oben, ihr könnt es ja sehen. Es ist nicht doll zerkratzt, das hatte ich bei anderen Sets schon viel schlimmer, aber es ist auch nicht ganz lupenrein glasmäßig, wie man es sonst kennt. Also kein Diamantglas. Ich zeige es euch nochmal hier, die Lampen, das war auch so ein Punkt. Diese Lampen, die musste man nämlich erraten, bauschrittstechnisch, denn die waren auch überblendet. Größtes Manko ist allerdings, dass ich hier an den Zapfsäulen keine Schläuche habe. Das hängt jetzt hier so ein bisschen krumm und schief. Das ist die Schwerkraft, beziehungsweise weil halt hier nichts drunter ist. Und generell hängt es hier nur an 2 Noppen. Aber das ist nicht der Punkt. An den Zapfsäulen gehören eigentlich Schläuche, aber die sind nicht so flexibel, dass ich sie überhaupt ranpacken kann, beziehungsweise steht in der Anleitung, ich soll das Gummi hier über die Schläuche stülpen. Das geht aber nicht. Das hier ist hartes Plastik. Ich könnte es bestimmt durch die Löcher, die habe ich jetzt hier mit einmal ein schwarz überbaut, so reindrücken und biegen, dass es einigermaßen aussieht. Habe ich mir aber geschenkt. Das mache ich später irgendwie mit Zwirn oder so. Und dann ist gut. Wir haben halt auch ein paar Steine über. Ich packe mal die Baseplate hier wieder weg. Das war nur zum Veranschaulichen. Ich habe halt auch ein paar Steine über. Hier eine schwarze, da ein paar weiße und halt wie gesagt diese Schläuche, diese Stangen, die man nicht gebrauchen kann, plus diese graue 2x3er. Also ein Set, was Licht und Schatten hat. Optisch hat der Patrick hier wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Steinemäßig ist es halt auch wieder Licht und Schatten. Und bautechnisch, ja, ist halt hier oben das Manko. Und wie gesagt, das Schlimmste ist ein bisschen die Anleitung, diese Bauschritte. Ich glaube, es sind 4 an der Zahl, plus diese 4 Schläuche. Wenn man damit leben kann, ist das ein gutes Set. Das bleibt euch überlassen. Mir gefällt die Arbeit von Patrick gut. Bin aber auch natürlich befangen, weil Patrick ein Freund von mir ist. Ja, Freunde, das passt ganz gut. Freund von mir ist, ihr seid meine Freunde und wir schauen uns dann gleich noch einmal zum Abschluss in die Augen. Hey Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende, aber fühlt euch frei, eines der vielen anderen Videos hier auf meinem Kanal noch zu gucken. Ich habe ja einige produziert und so könnt ihr auch schon mal ein bisschen den Werdegang vom lieben Blockstar sehen. Und Freiheit ist das Stichwort. Es passt ja auch zur Route 66, zum amerikanischen Lebensgefühl und auch für den, was diese Straße steht. Es ist übrigens wirklich mal ein Traum von mir, die Route 66 abzucruisen. Ich hoffe, ich kann sie mir irgendwann nach dem ganzen Corona-Kram einmal erfüllen. Schön mit auch so einem amerikanischen Schlitten von alter Tanke zu Diner und Co. zu cruisen. Aber Freiheit ist auch das Stichwort. Fühlt euch frei, dieses Set hier zu ändern, anzupassen. 30 € für 450 Steinchen. Das müsst ihr entscheiden. Ich finde es ganz okay, aber das ist meine Meinung. Ich werde es mir auch noch einmal kaufen, um das hier größer zu machen. Die Bilder dazu findet ihr dann irgendwann auf Instagram, in meinem Telegram-Kanal oder auf dem Discord bzw. Facebook. Sowas habe ich auch noch. Also, Patrick macht gute Arbeit. Die Anleitung weiß ich nicht, ob er sie gemacht hat. Das ist der Punkt. Mir gefällt es. Den Rest müsst ihr entscheiden. In diesem Sinne, Freunde, feel free, lebt euren Traum. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.